Hallo, mein Name ist Andreas Boringa. Ich würde Sie einfach abholen und Ihnen heute einmal ein INDT-System vorstellen, sprich ein System zur zerstörungsfreien Prüfung von Werkstoffen mit Hilfe von Infrarotthermografie. Dass man halt im Vorfeld bei der Qualitätssicherung halt die Möglichkeit hat, sich einzelne Sachen herauszuziehen, die dann auf Herz und Nieren zu überprüfen, seinen Prozess unter Umständen zu optimieren und das Ganze dann halt in die Produktion reinzugeben. Wir bieten die Möglichkeit verschiedenster Anregungsquellen, unterschiedlichster Hersteller. Das heißt, wir können nahezu auf jeden Kundenwunsch eingehen. Vor Ort nutzt man die Systeme vorwiegend, um halt bestimmte Dinge vorzubereiten, um Prozesse zu optimieren. Und die eigentliche Prüfung kann dann halt in der Linie auch mit einer ungekühlten Kamera fungieren, die auch mit zu unserem Produktportfolio gehört. Die Software selber dient dazu, die bildgebenden Geräte, sprich eine Kamera, als auch die anregenden Elemente unserer Anregungsquellen entsprechend anzusteuern, das Ganze dann halt zentral zu erfassen und dann über verschiedene Analysemodule auszuwerten und dann zu schauen, ob sich irgendwo in den Materialien Fehlstellen eingeschlichen haben. Wir haben jetzt mit dem Laseraufbau und unter Zuhilfenahme des Compact Beam Shapers eine Fläche von 20 x 20 cm homogen ausgeleuchtet. Der Prüfling ist ein Faserverbundwerkstoff. Im Lock-in-Verfahren wurde das Ganze angeregt. Die Aufnahmedauer beträgt ungefähr 5 Sekunden mit einer Bildwiederholrate von 20 Bildern pro Sekunde. Das heißt, wir haben dann hier 100 Bilder akquiriert und können relativ schnell und präzise sagen, wo auf dieser Probe halt die Fehlstellen eingebracht wurden.